Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich zeige euch heute den klassischen Obstkuchen mit Erdbeeren, einen ganz einfachen Kuchen. Eigentlich streng genommen ist es eine Torte, denn sie ist gefüllt, also es ist ein Boden mit einer Füllung. Man kann sich darüber streiten. Auf jeden Fall ist dieses ein absoluter Klassiker. Den Obstboden habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Ich verlinke euch den gerne hier auf dem kleinen i und schreibe auch alles nochmal in die Infobox hier unter dem Video. Dort einfach mal aufmachen und reinschauen. Da sind alle wichtigen Infos und Links und die Zutatenliste und der Link zum Rezept natürlich zu finden. Ja, und so eine Torte, die besteht aus eben diesem fantastischen, leckeren Kuchenboden und einer Füllung aus meistens Pudding und einfach den frischen Beeren, in diesem Fall Erdbeeren. Aber ihr könnt die Torte natürlich auch mit Blaubeeren, mit Himbeeren, mit Stachelbeeren, mit einer Obstmischung, mit Johannisbeeren, also mit was ihr wollt und was ihr gerade da habt, belegen. Und sie wird immer traumhaft lecker schmecken. Den Boden haben wir ja schon vorgebacken. Das habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Den werde ich euch jetzt heute nicht mehr zeigen, sondern wir starten gleich mit unserem Pudding. Hier zeige ich euch nochmal, wie ich den Boden immer aufbewahre. Ich lege ihn einfach in eine Tortenbox und lasse ihn über Nacht kühl stehen. Und hier seht ihr ihn. Er sieht einfach fantastisch aus. Und ich sage euch, er schmeckt 10.000 Mal besser als der gekaufte aus dem Supermarkt. Also es lohnt sich wirklich, ihn selber zu backen. Es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, den stellen wir uns jetzt gerade noch beiseite und machen uns erstmal an den Pudding. Hier habe ich jetzt einfach Soßenpulver Vanillegeschmack. Da könnt ihr aber auch genauso gut Stärke nehmen. Das sind ungefähr 17 Gramm und dann nehmt ihr einfach 20 Gramm Stärke, wenn ihr kein Soßenpulver daheim habt, und fügt dann einfach noch etwas Vanillezucker oder Vanillepaste hinzu. Und hier haben wir natürlich unseren Zucker, 20 Gramm, und das verrühren wir miteinander. Und dann kommt noch die kalte Milch hinzu. Das sind bei mir 250 Milliliter. Ein bisschen was hinzugeben, so ungefähr 6 Esslöffel. Den Rest beiseite stellen und das Ganze miteinander verrühren, sodass einfach die Stärke angerührt wird. Die restliche Milch können wir uns gerade auf dem Herd kurz aufkochen. Dann rühren wir unser Pulver hier einfach ein und erhalten unsere schöne Vanillecreme. Nachdem die Milch kurz erhitzt ist, einfach gerade hinzugeben, unser angerührtes Pulver. Und unterrühren, einmal kurz aufkochen. Und für den extra Vanillegeschmack können wir hier auch noch etwas Vanillepaste hinzugeben. Wer möchte, es ist optional. Und sobald die Soße andickt, gerade einmal kurz aufkochen lassen und dann vom Herd nehmen. 1 Minute ungefähr kochen lassen. Ich stelle mir da immer gerne eine Uhr. Wunderbar, wie es blubbert. Ihr seht es. Und immer schön rühren, damit nichts anbrennt. So, und wenn das Ganze 1 Minute gekocht hat, dann können wir uns den Topf vom Feuer nehmen und erstmal abkühlen lassen. Wunderbar. Unsere leckere Creme ist zubereitet. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man sie einfach während des Abkühlens ab und zu durchrührt, dass sich keine Haut bildet. Ihr könnt auch eine Frischhaltefolie direkt auf die Creme legen, aber da sie so flüssig ist, bleibt dann die Hälfte dran hängen. Deswegen rühre ich lieber zwischendurch ab und zu mal durch, dann klappt das auch. Und sobald die erkaltet ist, können wir sie dann auch noch einmal final durchrühren und uns auf den Boden geben. Hier sind meine wunderschönen Erdbeeren, die kommen bei uns vom Bauern. Ich habe sie mir gewaschen und werde sie mir jetzt einzeln abtrocknen, damit sie einfach richtig schön sind. Erdbeeren bitte immer erst kurz vor der Verwendung waschen, denn dann halten sie einfach länger. Ja, und wir werden sie uns jetzt halbieren, und wenn sie euch nicht süß genug sind, zu wässrig schmecken, dann könnt ihr sie einfach noch mit 2 Esslöffeln Zucker bestreuen oder je nachdem, wie ihr wollt, wie süß ihr sie haben wollt, kann es auch mehr sein. Und dann lassen wir sie etwas durchziehen und dann kommen sie auf unseren Obstboden. Also einfach das Grün abschneiden und halbieren. Wunderschön, ich liebe Erdbeeren, sind meine Lieblingsbeerenfrüchte. Einfach perfekt. Das mache ich jetzt mit meinen gesamten 1 Kilo Erdbeeren. Während ich jetzt die Erdbeeren schneide und verarbeite, rühre ich ab und zu immer noch mal meine Vanillecreme durch und gebe sie gleich auf den Tortenboden.
Die Vanillecreme ist inzwischen abgekühlt. Ich habe sie ein paar Mal durchgerührt und jetzt kann ich sie hier auf meinen Tortenboden geben. Gerade noch schön verstreichen natürlich. Und ihr seht, es ist genau die richtige Konsistenz. Wenn sie jetzt noch ein bisschen kühler wird, wird sie ganz fest. Und sie ist aber noch nicht zu fest, sodass wir dann die Erdbeeren auch noch schön hineindrücken können. Und das schmeckt einfach super, super lecker. Die Kombination aus Vanillecreme und Erdbeeren ist einfach unschlagbar. Natürlich, für mich muss noch ein bisschen Schlagsahne oben auf. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr das auch so seht. Ja, und jetzt können wir hier unsere Erdbeeren oben aufgeben. Und da könnt ihr natürlich jetzt ordentlich vorgehen oder sie einfach drauf werfen. Und das mache ich jetzt wirklich ganz unkompliziert. Die Erdbeeren einfach oben aufgeben. Meine Erdbeeren waren süß genug. Ich brauche keinen extra Zucker. Da könnt ihr natürlich drauf geben, so viel ihr wollt und in welcher Ordnung ihr wollt oder Unordnung. Ganz euch überlassen. Ich habe hier auch ganz viele kleine Mini-Erdbeeren dabei. Dadurch, dass sie vom Bauern kommen, sind die halt jetzt nicht so genormt. Und besonders hübsch sieht es aus, wenn man das Äußere und das Innere abwechselnd sieht auf der Torte. Ihr seht, wunderschön appetitlich sieht es schon aus. So, ich glaube, das reicht jetzt für mich. Und dann können wir uns auch schon den Tortenguss zubereiten und ihn hier über die Torte geben. Ja, und für den Tortenguss gebe ich mir einfach 250 Milliliter Wasser in meinen Topf und erhitze mir das und lasse den Zucker und den Tortenguss, den roten, mit einrieseln. Ich habe jetzt hier 2 Esslöffel Zucker. Da könnt ihr aber nehmen, wie viel ihr wollt. Und ihr könnt das Wasser auch zum Teil durch eine andere Flüssigkeit, durch einen Saft zum Beispiel ersetzen, also roten Saft, der zu Erdbeeren passt, oder bei anderem Obst dann eben entsprechenden Saft. Und unterrühren, aufkochen und dann 1 Minute kochen lassen und dann beiseite stellen und etwas abgekühlt auf die Torte geben. Und ihr seht, wenn der Tortenguss anfängt zu kochen, dann wird er dunkler und wird auch durchsichtig und ist dann auch bald fertig. Sobald er kocht, 1 Minute kochen lassen. Ich stelle mir auch da immer gerne eine Uhr, dass ich genau weiß, wann ist die Kochzeit rum. Perfekt, wir können uns das Ganze ein bisschen abkühlen lassen und dann kann es auf unsere Torte. So, mein Guss ist etwas abgekühlt, so ungefähr 1 Minute lasse ich ihn abkühlen. Und dann kann man mit dem Löffel einfach hier vorsichtig den Guss auf den Erdbeeren verteilen, so viel man möchte. Es kann ein bisschen was sein oder mehr. Und der Guss hilft einfach dabei, dass die Erdbeeren beim Anschneiden dann nicht alle durcheinander purzeln, sondern das Ganze hält dann etwas besser zusammen. Und ich finde es immer noch schön, so ein bisschen Tortenguss auf den Erdbeeren zu verteilen, denn dann glänzen sie noch mehr und werden einfach noch leckerer. Ich lasse den Guss auch gerne in der Mitte schön reinfließen, weil einfach da am meisten Erdbeeren sind und die natürlich dann herunterpurzeln, wenn man die Torte anschneidet. Super lecker sieht unser Erdbeerkuchen jetzt aus. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn für euch zu probieren. Wunderbar, unser Törtchen wird angeschnitten. Sehr lecker. Ein großes Stück für mich zum Probieren. Gleich probieren. So klassisch und so einfach und so lecker. Und ihr seht, wie fluffig der Boden ist. Wahnsinn. Super, super lecker mit den Erdbeeren und der Puddingcreme. Einfach ein Traum. Und wisst ihr, was jetzt noch fehlt?
ein Klacks Sahne, dann ist das Ganze perfekt. Wenn die Torte etwas länger gekühlt ist, ist auch die Creme noch etwas fester. Bei mir war sie jetzt nicht im Kühlschrank, aber ihr stellt sie am besten vor dem Servieren noch mal eine Stunde in den Kühlschrank und dann ist sie perfekt. Super fluffig und lecker und cremig und erdbeerig zugleich. Einfach nur traumhaft lecker. Müsst ihr ausprobieren. Das war meine wunderbare klassische Obsttorte mit Erdbeeren. Ein tolles Rezept. Ich backe sie immer mal wieder. Sie ist einfach traumhaft lecker und sowas von köstlich und gehört einfach zum Sommer dazu. Wenn euch das Rezept gefallen hat und das Video, dann hinterlasst mir gerne euren Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Das könnt ihr hier unter dem Video tun. Einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Das ist kostenlos und gleich auch die kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, viel Spaß beim Nachbacken. Wir sehen uns übernächste Woche erst wieder, denn wir sind in den Pfingstferien in Kroatien. Viele Grüße von dort. Sende ich jetzt von hier, von Hoffenheim. Ich stehe jetzt noch daheim, aber wenn ihr das Video seht, werden wir in Kroatien sein, an unserem Lieblingscampingplatz. Ja, und von dort, wie gesagt, liebe Grüße. Macht's gut, viel Spaß beim Nachbacken, bleibt gesund und tschüss!